Was für ein Ausblick am Anfang des Tages. Leider Schmerzen extrem. Ja, naja, ich kenne es ja mittlerweile. Aber das ist schon wirklich sehr, sehr... Diese ganzen Schichten, ich weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann im Gegenlicht. Ja, so ein bisschen spektakulär. Sowas ist genau der Grund, warum ich solche Touren mache. Sind solche Ausblicke. Sowas kann man nur erleben, wenn man zu Fuß hierher geht. Jo, ganz schön steil. So, ich bin jetzt nicht mehr weit von, wie heißt das jetzt, Kandanshu. Hier runter zu gehen war brutal technisch, also mega schwierig. Richtig lange dafür gebraucht. Also, es ist auf jeden Fall ein Wandertrail, der sehr, sehr interessant ist fürs Gehen an sich. Also, man muss wirklich aufmerksam sein und die ganze Zeit aufpassen, wo man hintritt. Und ja, an sich finde ich sowas. Die Fliegen sind auch schon wieder bald da, das heißt, Kühe sind auch wieder irgendwo. Ja, an sich finde ich das cool, aber man kommt natürlich wesentlich langsamer voran, als ich jetzt gedacht hätte. Und dann auch zusätzlich die Hitze, also es ist bestimmt wieder 27 Grad heute, aber halt kein Schatten. Aber ja, ist auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr spaßig hier durchzulaufen. Sehr anspruchsvoll, aber macht schon echt Spaß. Jo, also das ist eigentlich ein Skigebiet hier. Und es ist schon komisch hier durchzulaufen. Es ist alles geschlossen. Es sind zwar ein paar Wanderer unterwegs und weiter oben habe ich auch ein paar Kids gesehen, die Biathlon-Training gemacht haben. Das habe ich in Norwegen auch schon öfter gesehen. Dann haben die so Skier mit Rollen drunter, im Prinzip wie verlängerte Rollerskates. Trotzdem Stöcke und so. Naja, man muss ja natürlich auch die Bewegungen weiterhin trainieren. Im Sommer ist ja klar. Aber es ist schon krass, dass hier einfach nichts los ist. Ich bin mal gespannt, ob da unten noch was los ist. Da sind auch einige Häuser noch. Also das ist hier schon eine große Nummer im Winter. Aber jetzt ist hier einfach nichts. Da oben ist ein Paraglider. Perfekter Tag dafür. Leichter Wind und natürlich keine Wolken. Die Aussicht muss auch krass sein. Oha. Gehen wir da jetzt durch? Mal gucken, ob die mich jetzt attackieren, wenn ich hier so vorsichtig durchgehe. Nee. Boah, jo, das ist schon echt krass. Also auf jeden Fall nichts für irgendwelche Phobiker, die Angst vor Insektenstichen haben. Also auch für mich, der jetzt Bienen irgendwie nicht als große Gefahr wahrnimmt, war das jetzt schon irgendwie ein bisschen strange. Naja, cool. Jetzt laufe ich hier schon seit einiger Zeit diesen, ja, was ist es, ein kleiner Canyon hoch. Es ist so heiß, ey. Puh. Und es ist noch eine gute Weile, die ich hier weiter hochstapfen muss. Brutal, aber schön ist es auf jeden Fall. Schade, dass wir nicht da unten am Wasser lang gehen. Da sind echt ein paar richtig gute
Möglichkeiten für eine schöne Pause. Und hier halt so gar nicht. Aber ich komme demnächst, ja, was heißt demnächst? Ich schätze mal so in 2 Stunden oder so an einem schönen See an. Und da kann ich dann mal eine Pause machen. So, ich habe jetzt doch eben schon eine Pause gemacht und das war auch eine gute Idee, denn als nächstes geht es da hoch. So, hier am See mache ich jetzt nochmal eine kleine Pause. Der Anstieg ging besser als gedacht, also es war natürlich sau anstrengend, hat echt lang gedauert, aber man konnte da ganz gut hochgehen. Es waren so Switchbacks die meiste Zeit. Ja, aber ich möchte noch ein bisschen weitergehen heute. Es ist zwar schon 4:30 durch. Ich denke mal, ich mache jetzt hier Pause bis um 5 so. Schon 5:10. Aber ich möchte morgen relativ weit kommen, weil übermorgen soll eine Schlechtwetterfront anfangen und die schwerste Stelle des gesamten Trails steht in Kürze an. Und das würde ich ganz gerne machen, bevor oder zumindest am ersten Tag dieser Schlechtwetterperiode, denn wenn das da ein paar Tage drauf geregnet hat, dann wird es richtig räudig. Dementsprechend, ja, muss noch ein bisschen weiterkommen. Aber ich denke mal, noch so 1-2 Stündchen, also jetzt geht es nachher auch wieder nur noch sanft bergab, dann kann ich noch ein bisschen Strecke machen. Ja. Tja, was soll ich sagen? Gab keine Zeltplätze. Es war wirklich total voller so Steine und es gab einfach nichts auf dem Weg nach unten, wo ich hätte aufbauen können. Ja, jetzt latsche ich hier so rum und eigentlich würde ich ungern hier in der Nähe dieser Straße zelten, weil das ist ja eigentlich auch illegal. Aber naja, mal schauen. Aber ich fühle mich tatsächlich noch ganz gut, obwohl es schon echt spät ist jetzt. Bestimmt schon gleich 8 oder so. Boah. Gut, aber manchmal findet man halt nichts. Also das ist in Norwegen auch schon öfter so vorgekommen, dass ich keinen Zeltplatz gefunden habe und dann echt weit laufen musste. Das war auf dem PCT, war das mega entspannt, weil man in den Trail Notes ja die ganze Zeit die Campsites drinstehen hatte. Und hier gibt es das zwar auch in dem Guidebook zum Teil, aber hatte ich ja schon erwähnt, dass das echt richtig scheiße ist. Es stimmt einfach überhaupt nicht mehr. Ja, und hier für diese Strecke steht auch sowieso gar nichts im Guidebook. Wahrscheinlich eben, weil es zu nah an der Straße ist. Ja, nun gut, was soll man machen, ne? Ich latsche jetzt hier mal so rum.